Unboxing Time! Ich habe wieder was zugeschickt bekommen. Eine elektrische Pumpe von der Firma SycPlus. Das ganze Ding kommt aus China, wie die meisten Sachen, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Aus Chengdu, aber es wurde verschickt in Deutschland, wahrscheinlich vom Deutschland-Importeur für die Produkte der Firma, und zwar in Butzbach. 35510 Butzbach. Das klingt, ich glaube, Hessen ist das. Da war ich, glaube ich, sogar schon mal. Ich glaube, ich war schon mal in Butzbach. Ja, das ist irgendwo Hessen, ja. Egal, das ist die Eubridge Advisory GmbH, die vertreibt das ganze Teil, beziehungsweise verschickt es hier in Deutschland. Das ist der AS2 Pro Max. Den gibt es noch nicht. Der kommt heute mit dem Video raus, denke ich mal, am 20.02. So wurde mir das gesagt. Ich habe es vorab bekommen zum Testen, was ich auch ausgiebig machen werde. Und es gibt bereits zwei von diesen Pumpen, die AS2 und die AS2 Pro. Und das ist die größte, die AS2 Pro Max. Die soll angeblich 8,3 Bar schaffen oder 120 PSI. Ob das so stimmt, werden wir in diesem Video rausfinden. Aber jetzt packen wir das ganze Ding erstmal aus. Zack. Her damit. Und da haben wir doch schon das gute Stück. Viel ist nicht drin. Ein paar Zubehörteile. Wir haben hier so eine Art Ventilverlängerung, USB-Kabel, ja, so ein Adapter, so ein Ventiladapter für, das schaut wie so ein Autoventil aus und so anderer Krimskrams, der mich jetzt nicht weiter interessiert. Da haben wir die Pumpe, so schaut die aus. Ja, hat schon ein bisschen Gewicht, aber ist nicht allzu groß. Angeblich soll die 205 oder 208 Gramm wiegen, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, aber ich habe es auf die Waage geknallt, blende ich hier mit ein. Es sind 230 Gramm, also da hat man dann schon ein bisschen was in der Rückentasche, wobei ich fand es jetzt nicht sehr störend. Ist ungefähr so wie ja, eine Powerbank, ein bisschen schwerer. Dann haben wir noch eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Deutsch ist natürlich auch dabei, alle anderen wichtigen Sprachen, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch und so weiter und so fort. Da spare ich euch jetzt, kann jeder selber durchlesen. Allzu schwierig ist es nicht. Wir haben hier drei Knöpfe. Der oberste ist zum Einschalten, ein bisschen länger draufdrücken und schon erscheint das Ganze. Da müssten jetzt 8,3 Bar eingestellt sein. Nein, sind sie nicht. Kann ich aber mit den anderen zwei Knöpfen hier einstellen, indem ich den oberen, also den mittleren drücke. Und dann kann man den Zielwert einstellen und mit dem unteren, logischerweise geht das Ganze dann wieder zurück. Und ich stelle jetzt 8,3 ein. Wenn ich auf PSI wechseln möchte, auf die Einheit, dann beide Knöpfe unten gleichzeitig drücken. Erscheint da PSI? Ich sehe es nicht. Ja, es erscheint PSI. Und wenn ich jetzt wieder beide drücke, war jetzt nicht gleichzeitig, aber es hat funktioniert, erscheint wieder Bar. Genau. Und mehr ist es nicht. Hier vorne ist dann der Ventilaufsatz. Da steckt man das ganze Ding aufs Ventil. Man kann auch die Ventilverlängerung nehmen, ist dann vielleicht ein bisschen einfacher. Dann stöpselt man das Teil aufs Ventil und drückt dann den An-Aus-Button. Entschuldigung. Ich habe gerade was getrunken, Orangensaft, und drückt den An-Aus-Button und dann geht die Post ab. Dann jagt es die 8,3 Bar rein, dauert ein bisschen, so eine Minute oder so, keine Ahnung. Kommt im Anschluss dann, machen wir einen Live-Test. Ja, und wenn die 8,3 oder der Zielwert, den ihr halt eingestellt habt, erreicht ist, dann stoppt das ganze Teil automatisch und dann ist euer Reifen voll und das Ding könnt ihr wieder ausschalten und in die Rückentasche stecken. So schaut es aus. Hier ist der USB-Anschluss im Übrigen, sehe ich gerade. USB-C. Und mit so einer schicken Silikonhülle noch eingehüllt. Und dann geht das Ding jetzt einfach mal die nächsten Tage, Wochen und Ausfahrten mit auf die Reise. Brauche ich die Pumpe nicht mitschleppen. Ich hoffe, das ist nicht gleich beim ersten Mal leer. Also angeblich soll es drei Ladungen, also drei
3 Schüsse in den Reifen soll es aushalten, ohne dass man es neu laden muss. Und das Aufladen soll wohl auch relativ fix gehen, so, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde bis maximal Stunde, dann ist es wieder voll und dann kann man es wieder einsetzen. Wir werden es testen und ja, die Feldversuche kommen jetzt im Anschluss. So, und jetzt bin ich im Zimmer hier in Vietnam und werde jetzt gleich mal hier die Cycplus Pumpe ausprobieren, weil auf dem Weg hierher hat sich natürlich auch der Luftdruck etwas verringert, vor allem bei dem Reifen hier, der verliert sowieso immer Luft, da ist irgendwie so ein ganz leichter Schleicher drin. Also wenn ich den 2 Wochen lang nicht aufpumpe, dann ja, ist der hier nur noch so handfest voll. Und ja, jetzt stelle ich mal die Kamera ab und dann setzen wir das Ding aufs Ventil und schauen wir mal, was das so bringt. Tja, also wie man gesehen hat, da gehen die vollen 8,3 Bar rein, kein Problem. Der ist jetzt auch schön pralle dick hier. Passt. Also hat die Erwartungen erfüllt, funktioniert und das Ding geht jetzt immer mit auf Reise. Für den Fall eines Platten habe ich das Ding dabei und die Anzeige zeigt immer noch vollen Akkustand an. Also das ist nicht gleich nach einem Mal leer oder zweimal. Ich glaube so 3, 4 Mal kann man damit schon aufpumpen und dann muss man es wieder aufladen. Auf jeden Fall cooles Teil. Kommt jetzt in die Rückentasche und ich mache mich jetzt nach draußen. Ja, ich habe noch ganz vergessen zu erwähnen, da gibt es natürlich noch so einen Verlängerungsschlauch und so einen Aufsatz, damit man die Pumpe ja nicht wie so ein Wilder auf das Ventil drücken muss. Also das geht auch bequemer mit so einer Ventilverlängerung. Die ist natürlich im Lieferumfang dabei. Die habe ich jetzt dummerweise vergessen, die liegt daheim in Deutschland. Aber es geht auch ohne. Von daher, es ist ein feines Teil. Ich habe es hinten drin und ja, ich schaue mir jetzt mal ein bisschen hier die Straßen in Da Nang, Vietnam an und ich soll hier geradeaus. Warum soll ich hier geradeaus? Hier ist eine Baustelle. Jedenfalls, das Produkt kommt am 20. Februar raus und ich habe das jetzt schon vorher bekommen, das Pro Max Modell. Ich wünsche damit viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video hier aus Vietnam. Bis dahin, see you on the road.